Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Wie man aus dem frischen, in der Natur selbst gesammelten Meerrettich ein wirksames, natürliches Antibiotikum, eine goldene Milch und auch ein Honigferment herstellen kann, das zeige ich euch in diesem Video, inshallah. Denn den Meerrettich findet man nur sehr schwer und selten im Handel. Und wenn man ihn findet, dann ist er nicht in Bioqualität. Und da man das starke Antibiotikum, welches man daraus herstellen kann, vorzugsweise und vorbeugend das ganze Jahr über benötigt, wäre man gut beraten, sich den Meerrettich einfach selber zu sammeln, sodass man ihn für die Gesundheit hier jetzt im Honigferment und auch für leckere Rezepte immer zur Hand hat. Denn die scharfe Wurzel kann bei Erkältungen, Bronchitis oder Blasenentzündungen eingesetzt werden. Und die scharf schmeckenden und tränentreibenden Senföle darin sind in der Lage, krankmachende Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze in ihre Schranken zu weisen. Kein Wunder also, dass der Meerrettich in der Volksheilkunde seit Menschengedenken bei Leiden wie Atemwegs- und Harnwegsinfekten eingesetzt wird. Man kann den Meerrettich, also die Meerrettichwurzel, das ganze Jahr über ausgraben, auch wenn der Winter dafür bevorzugt wird. Nur kann man ihn dann eben nicht so leicht finden in der Natur, weil die oberirdischen Blätter dann verwelkt sind. Die gesunde Wurzel allerdings ist winterhart, sodass man sie dann eben im Winter auch ernten kann, sofern man sie sich zu Hause im Garten angepflanzt hat. So sehen eben diese großen Blätter des gesunden Meerrettich aus. Man kann sie eben sehr leicht in der Natur erkennen, weil sie sich mit ihren großen Blättern stark von den anderen Wildkräutern unterscheiden. Und die Blätter, die könnte man auch sehr gut verarbeiten. Man könnte sie auch entsaften. Gerne verlinke ich euch mein Video zu den grünen gepressten Gemüse- und Wildkräutersäften hier oben. Die Wurzeln stecken sehr tief und fest verankert in der Erde, deshalb benötigt man mindestens einen Spaten, um diese Wurzeln auszugraben. Wie ich das jetzt gemacht hatte, hatte ich euch nicht hier gefilmt, aber wie gesagt, kann man das sehr gut mit einem Spaten handhaben. Man sieht hier nochmal deutlich, wie sich die Blätter von den anderen Wildkräutern abheben. Hier ist noch ein Blatt zu sehen, das ist übrig geblieben von der Ernte, die ich dann hier getätigt hatte. Hier hatte ich alles ausgegraben. Nach ein paar Tagen sieht man das Loch hier noch deutlich. Nach der Ausgrabung wäscht man natürlich erstmal die Meerrettichwurzel. Hier sehen wir die Blätter, die ich später entsaften werde. Und das sind die Wurzeln mit ihren Rhizomen. Also die dünnen Seitentriebe, die könnte man theoretisch benutzen, wenn man sich den Meerrettich zu Hause anpflanzen möchte. Ich habe jetzt hier einfach alles geschält und hinterher in kleine Stücke geschnitten, um sie dann leichter mit meiner alten Küchenmaschine zu zerkleinern. Sobald der Meerrettich zerkleinert wird, entfalten sich die scharf schmeckenden und tränentreibenden Senföle. Und zwar so stark, dass alles anfängt zu fließen, die Tränen, die Nase. Und durch die extrem beißenden und scharfen Dämpfe kann es sogar dazu kommen, dass man husten muss. Aber eben diese Senfölglykoside, die im Meerrettich besonders stark vertreten sind verantwortlich für seine extrem wirksame Heilkraft. Stark zu empfehlen wäre es jetzt, diesen frisch geriebenen Meerrettich für das Antibiotikum in der Meerrettichpaste und für das Meerrettich-Honigferment zu benutzen, denn dann wird die heilende Wirkung darin am größten sein. Ich hatte den frisch geriebenen Meerrettich damals nur für mein altes Antibiotikum benutzt, das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal, hatte dann aber keine Zeit mehr gehabt, die anderen 2 Anwendungen dann ebenfalls herzustellen. Deshalb hatte ich ihn mir eingefroren und dann später eben das Meerrettich-Honigferment, wie wir das jetzt hier sehen, hergestellt und später ebenso die Meerrettichpaste. Euch möchte ich jedoch stark empfehlen, lieber auf den frischen Meerrettich zurückzugreifen, wenn ihr dann das Meerrettichferment und sowohl auch die Meerrettichpaste herstellen werdet, weil dann die heilende Wirkung am größten sein wird. Für das Meerrettich-Honigferment füllen wir das Glas zur Hälfte mit dem Meerrettich und zur anderen Hälfte mit Bio-Honig. Das sind auch die einzigen 2 Zutaten, die wir hier verwenden. Dann wird einfach gründlich alles durchgemischt und danach kommen die Gläser einfach in einen dunklen, kühlen Ort, wie zum Beispiel in den Abstellraum oder in einen Küchenschrank und bleiben dort mindestens eine Woche lang stehen. In dieser Zeit fermentiert dann der Honig zusammen mit dem Meerrettich und der Honig wird immer flüssiger. Mein Video zum Knoblauch-Honigferment, worin ich das auch nochmal alles erklärt hatte, das werde ich euch hier oben gerne mal verlinken. Diese Kombination ist ein wunderbares Hausmittel für die Erkältungszeit, aber auch als Immunbooster für das ganze Jahr über. Und dazu kommt noch, dass diese Medizin auch besonders lecker schmeckt. Beide Zutaten sind schon für sich sehr wirksame Heilmittel, gemeinsam sind sie noch viel stärker.
Der Honig an sich ist ja schon ein besonderes Naturprodukt, welches beispielsweise Spurenelemente, Vitamin C und B-Vitamine enthält, ebenso Flavonoide, Pollen und Enzyme. Auch Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, Kalium und Calcium sind ebenfalls im Honig zu finden. Und was den Meerrettich betrifft, so enthält er den gesamten Vitamin B-Komplex, Vitamin C, Beta-Carotin, Vitamin A, sowie eine ganze Menge an Mineralstoffen wie Kalium, Schwefel, Calcium, Phosphor, Magnesium, Chlorid, Natrium, Eisen, Zink, Mangan und Kupfer. Subhanallah. Zusammen ergibt dieses Ferment ein potentes Heilmittel. Und weil es auch noch lecker schmeckt, kann man es überall hinein mitgeben in die Speisen, wie zum Beispiel in den Salat, der zwar normalerweise herzhaft gewürzt wird, aber mit einem Teelöffel von diesem Honigferment bekommt er das gewisse Etwas. Und ebenso könnte man das Honigferment hier in den Smoothie geben. Und zwar in jede Art von Smoothie, in den grünen Smoothie, in einen roten Smoothie, was immer man gerade macht. Und einen Teil der Süße, die man normalerweise in den Smoothie gibt, kann dann hier dieses Honigferment ersetzen. Aber damit der Smoothie auch Low Carb bleibt, sollte man natürlich nur einen Teelöffel von dem Honigferment da hineingeben. Die restliche Süße kann durch Xylit, Stevia oder Glycin ersetzt werden. Mein Video zu diesem leckeren Smoothie kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Was nun die antibiotisch wirksame Meerrettichpaste betrifft, so geben wir jetzt hier den geraspelten Meerrettich, natürlich möglichst in frischer Form, in den Vitamix. Dazu geben wir einige Kurkuma-Knollen hinzu, natürlich frisch und von Bioqualität, und ebenso ein Stück vom frischen Ingwer. Ich habe dann die Knollen einfach nochmal kurz in kleine Stücke geschnitten. Dann kommt ein Esslöffel hier Bio-schwarzer Pfeffer hinzu, der dient für den Kurkuma als Wirkbeschleuniger. Dann kommt die Schale einer ganzen Bio-Zitrone hinzu und die gleiche Zitrone werden wir dann entsaften. Hier mit meiner stabilen Saftpresse. Man könnte auch den Saft zweier Zitronen verwenden. Ich hatte jetzt nur den Saft einer Zitrone verwendet und dafür etwas mehr von meinem natürlichen Antibiotikum. Das Video dazu hatte ich euch oben ja schon verlinkt. Davon hatte ich dann etwa 50 Milliliter hinzugegeben. Dann kommt noch ein halber Teelöffel möglichst frisch gemahlener Ceylon-Zimt hinzu und ebenso ein Päckchen Vanilleextrakt. Dann kommt etwa ein Esslöffel Yakon-Sirup hinzu. Der ist von Bioqualität und rohköstlich. Und der gesundheitliche Vorteil von Yakon-Sirup besteht darin, dass er aus hauptsächlich Fructooligosacchαρiden besteht, die den Blutzuckerspiegel nicht beeinflussen und gleichzeitig präbiotisch wirken. Yakon-Sirup hat daher nur einen glykämischen Index von 1. Somit zählt er zu den gesunden Süßungsmitteln und schützt sogar vor Diabetes. Dann kommen noch 2 Esslöffel von dem Meerrettich-Honigferment hinzu, den wir vorhin hergestellt haben. Und den Behälter spülen wir noch mit einem Teil des frisch gepressten Zitronensaftes aus, damit nichts davon verloren geht. Ja, und der Zitronensaft war dann die letzte Zutat. Und dann werden wir jetzt einfach alles gründlich im Vitamix pürieren. Diese Meerrettichpaste, die wir mit den Superfoods Ingwer und Kurkuma kombiniert haben, ergibt eine perfekte Kombination mit stark antibakterieller Wirkung. Diese antibiotisch wirksame Paste kommt dann in ein gut verschließbares Glas und wird im Kühlschrank aufbewahrt, wo es sich mindestens 2 bis 4 Wochen lang halten wird. Denn abgesehen von den ohnehin antibakteriellen Eigenschaften von Honig, Meerrettich, Kurkuma und Ingwer, sorgt auch das natürliche Antibiotikum darin, also der Apfelessig, für eine gewisse Haltbarkeit. Noch besser wäre es, die antibiotisch wirksame Meerrettichpaste in einem dunklen Glas zu lagern, damit auch die lichtempfindlichen Vitamine darin geschützt bleiben. Früh wurde erkannt, dass dem Meerrettich eine heilende Kraft innewohnt, doch hat es lange gedauert, bis die Inhaltsstoffe entdeckt und die Wirkmechanismen verstanden wurden. Inzwischen weiß man, dass neben den Vitaminen und Mineralstoffen vordergründig die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählenden Senföle zum herausragenden gesundheitlichen Effekt beitragen. Bei akuten Erkältungskrankheiten und auch jedem anderen Leiden könnte man von der Mischung täglich einen Teelöffel vor dem Frühstück und einen Teelöffel vor dem Mittagessen einnehmen. Die Menge reicht ungefähr einer Person 5 bis 10 Tage. Wem die Mischung so zu scharf ist, der könnte auch 2 Teelöffel von der Paste in eine warme Milch geben, zum Beispiel in selbstgemachte Kokosmilch oder Mandelmilch. Mein Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Und so entsteht aus dieser Kokosmilch hier jetzt eine richtige goldene Milch, die gesundheitlich noch viel wirkungsvoller ist als die ursprüngliche goldene Milch und die sogar sehr lecker schmeckt, Mashallah. Die Senföle, auch bekannt als Glucosinolate, werden im Meerrettich erst dann gebildet, wenn dieser zerkleinert oder auch verdaut wird.
Es gibt unterschiedliche Senfölglykoside. Im Meerrettich dominieren die folgenden, und zwar Allyl-Senföl. Dieses macht rund 85% der Senföle des Meerrettichs aus. Studien zufolge hat Allyl-Senföl antibakterielle, pilzhemmende, entzündungslindernde und krebshemmende Eigenschaften. Dieses Senföl kann zur Prävention von Blasenkrebs beitragen. Enthalten im Meerrettich ist auch das Phenylethylsenföl, das zu etwa 15% enthalten ist. Studien haben gezeigt, dass Phenylethylsenföl gegen Bakterien sowie Entzündungen wirkt, das Immunsystem stärkt und bei verschiedenen Tumorarten eine präventive und therapeutische Wirkung zeigt. Es soll bei Leukämie und Lungenkrebs wirksam sein. Darüber hinaus stecken im Meerrettich weitere sekundäre Pflanzenstoffe wie etwa Flavonoide und Phenolsäuren, die eine starke antioxidative Wirkung entfalten. Wie wir sehen, können wir diese Meerrettichpaste auch sehr gut in einen grünen Smoothie geben. Dieser grüne Smoothie, der mit einem grünen, gepressten, frischen Saft kombiniert wird, den kann ich euch hier oben gerne verlinken. Frischer Meerrettich kommt bei folgenden Leiden zum Einsatz: bei Nebenhöhlenentzündungen, Erkältung, Bronchitis, Halsschmerzen, Blasenentzündung, Muskelschmerzen, Grippe, Rheuma, Leber- und Gallenwegserkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Altersflecken und Krebs. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.